Heute bei den Lately News hat ein Mann in Merzig mit einem Vorschlaghammer auf einen Blitzer eingeschlagen. Dabei wurde der Mann anfangs von diesem Blitzer selber geblitzt und als Rache schlug er nun minutenlang auf den Blitzer ein. Und bei jedem Schlag wurde der Blitzer immer wieder ausgelöst, weswegen der Mann 60 Mal geblitzt wurde. Immerhin brachte ihm dies einen 15%igen Rabatt bei seinen durch diese Aktion erlangten Punkten in Flensburg. Der Blitzer übrigens hat am Ende nicht einmal eine Delle. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich auch heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch diesmal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wie das Bielefeld oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Filmkritik zum neuen Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der ab heute in ausgewählten Kinos läuft und für bescheidene 21,99 € bei Disney Plus angeschaut werden kann und dann sogar 3 Monate kostenlos erneut angeschaut werden kann. Die Gegenspieler von Doctor Strange in diesem Film sind übrigens all die anderen 600 Vorgängerfilme aus dem Marvel-Multiversum, die man geschaut haben muss, um diesen Film überhaupt inhaltlich verstehen zu können. Na, mal sehen, ob Doctor Strange in the Multiverse of Madness an seinen Vorgänger Doctor Strange in the Madness of the Multiverse herankommt. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Ich habe ja das seltene Glück, dass ich meine Autos nicht auf der Straße parken muss, sondern sie in einem eigenen Lastenzug in meine Berliner Wohnung hochfahren kann. Und die dann selbstverständlich an kalten Tagen mit einer Kaschmirdecke zudecke, damit ihnen nicht nachts kalt wird. In meiner Villa in Potsdam sieht das schon anders aus. Da habe ich unter der Villa und unter den 3 weiteren Untergeschossen eine Tony Stark-mäßige Garage. Da soll mal einer sagen, dass Videos im Internet zu machen einen nicht reich und vor allem dekadent werden lässt. Scheinbar dachte dies auch ein Autofahrer, der in Berlin-Hellersdorf nachts mit seinem Auto nicht vor dem Haus parkte, sondern direkt im Haus. Leider fand das die 77-Jährige nun total unloll, die gerade im Schlafzimmer war, als das Auto hereinkam. Und noch viel schlimmer, der Fahrer hatte noch nicht einmal Kuchen für seinen Besuch bei seiner Oma dabei. Derweil in Sheffield. Ich bin ja schon seit geschätzten 2000 Jahren ein Hardcore-Gamer. Bis heute halte ich den Rekord auf der Regenbogenstrecke bei Nintendos Super Marcus Antonius Kart. Und ich war auch der Erste, der ein Let's Play von Resident Evil damals bei 2Tibia hochgeladen hatte. Nicht zu vergessen meine legendären Steintafel-Twitch-Streams vom Online-Modus bei Grand Theft Streitwagen. Selbstverständlich habe ich schon damals den Videospielherstellern mein Feedback gegeben, damit die Spiele besser werden konnten. Ganz ähnlich hat es ein Brite gemacht, der die Bedienung des britischen Panzers Challenger 2 im Online-Spiel War Thunder verbessern wollte und den Entwicklern dafür die originalen und vor allem geheimen Handbücher des britischen Militärs von dem Panzer zuschickte. Mittlerweile ist auch das britische Militär dankbar über dieses Update in dem Spiel, da man seit Jahren nicht mehr wusste, wie man die knapp 10.000 Challenger Panzer überhaupt starten konnte, das aber in dem Spiel endlich erfährt. Noch zum Abschluss die Lately News Filmkritik der Woche zum neuen Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der ab heute in ausgewählten Kinos läuft. Um diesen Film zu verstehen, muss ich hier einmal alle 6000 Vorgängerfilme kurz zusammenfassen, ansonsten versteht man in diesem Film nichts. Aber es gibt bei Marvel ein paar Helden, die sowohl Alt-Nazis und Querdenker bekämpfen, als auch Aliens. Und weil das nicht schon schwer genug ist, gibt es auch noch Superkräfte, Metawesen, Magie und einen Haufen schlechter Frisuren.
Dr. Strange selber ist dabei ein Zauberer, der seine Gefährten begleitet, damit diese einen Ring zerstören, weil ansonsten das Auge von Disney alle anderen Sender übernimmt. Ebenso gibt es einen großen grünen Typen und einen noch größeren blauen Typen, der aber super duper böse ist. Und dann wird Peter Parker von Black Widow gebissen, um selber Spider-Teenager zu werden. Dann verheddert sich die Story komplett und kann nur noch durch Dr. Strange in diesem Film durch diverse Zeitreisen korrigiert werden. Wobei zwar Baby Hitler getötet, aber Baby Stalin vergessen wurde zu töten. Deshalb sei gewarnt, Dr. Strange 2, die dunkelgrüne Lately Fake News Karte an mich für eine perfekte Zusammenfassung aller 60.000 Filme aus dem Marvel-Universum. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Ferienhaus mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Ferienhaus. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen zu keinerlei Wetter kommen kann, weil Froschi leider vergessen hatte, bei der ARD das Wetter einfach abzugucken. Also ein fast normaler Arbeitstag von Froschi im Mai. Das waren die Late News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag, dann zur Show. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.